Lektion eins: Die Bedeutung von frischem Gemüse. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben einen produktiven Tag. Guten Tag. Ja, das bin ich. Ich wollte Sie nur an unsere Einkaufsliste erinnern. Das klingt hilfreich. Woran sollten wir unbedingt denken? Vergiss nicht, auch Gemüse zu kaufen. Es ist diese Woche unerlässlich für unsere Mahlzeiten. Absolut. Frisches Gemüse ist wichtig für eine gesunde Ernährung. Welche konkreten Sorten empfehlen Sie? Ich denke, Karotten und Tomaten wären eine ausgezeichnete Wahl. Sie sind vielseitig und können in vielen Gerichten verwendet werden. Das sind in der Tat hervorragende Optionen. Karotten verleihen Salaten Biss, während Tomaten den Geschmack von Soßen verstärken. Gla- Darüber hinaus liefern diese Gemüsesorten wichtige Nährstoffe, die unser Körper benötigt. Haben Sie schon darüber nachgedacht, noch andere Gemüsesorten in unsere Einkaufsliste aufzunehmen? Vielleicht sollten wir auch etwas Spinat kaufen. Er ist reich an Eisen und kann in verschiedenen Rezepten verwendet werden. Das ist eine wunderbare Idee. Spinat lässt sich problemlos in Salate oder warme Gerichte integrieren. Ja, ich schätze es sehr, wie Gemüse sowohl den Geschmack als auch den Nährwert unserer Mahlzeiten verbessern kann. In der Tat, es ist wichtig, gesunde Ernährungsgewohnheiten zu fördern. Wie bereiten Sie dieses Gemüse üblicherweise zu? Ich rüste sie oft, wodurch ihre natürliche Süße hervortritt. Pfannenrühren ist eine weitere schnelle und gesunde Zubereitungsmethode. Das Braten klingt wirklich lecker. Ich werde darauf achten, das frischeste Gemüse vom Markt auszuwählen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Einkaufsliste zu priorisieren. Frische Zutaten machen beim Kochen den entscheidenden Unterschied. Ich stimme vollkommen zu. Ich freue mich darauf, mit dem heute ausgewählten Gemüse köstliche Gerichte zuzubereiten. Lektion 2: Die Rolle der Regierung in nationalen Angelegenheiten. Guten Tag. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Guten Tag. Mir geht es gut, danke. Ich wollte einige nationale Themen ansprechen, die uns alle betreffen. Das klingt wichtig. Welches konkrete Problem meinen Sie? Ich teile diese Ansicht hinsichtlich der Notwendigkeit einer wirksamen Gesundheitsreform. Sie ist entscheidend für das Wohlergehen der Bürger. Ich stimme vollkommen zu. Es ist unerlässlich, dass die Regierung sich mit dem Zugang zur Gesundheitsversorgung und deren Bezahlbarkeit auseinandersetzt. In der Tat, viele Menschen haben aufgrund der hohen Kosten Schwierigkeiten, die notwendigen medizinischen Leistungen zu erhalten. Das ist ein ernstes Problem. Wie kann die Regierung Ihrer Meinung nach diese Situation verbessern? Ich glaube, die Einführung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung könnte eine praktikable Lösung sein. Sie würde sicherstellen, dass jeder Mensch eine medizinische Versorgung Die erhält. allgemeine Gesundheitsversorgung ist ein komplexes Thema, birgt aber das Potenzial, Ungleichheiten deutlich zu verringern. Ja, es erfordert sorgfältige Planung und Finanzierung. Die langfristigen Vorteile könnten jedoch die anfänglichen Herausforderungen überwiegen. Absolut. Darüber hinaus sollte die Regierung den Fokus auf Prävention legen, um die gesamten Gesundheitskosten zu senken. Prävention ist der Schlüssel. Die Förderung eines gesunden Lebensstils kann die Belastung der medizinischen Einrichtungen verringern. Darüber hinaus ist der Ausbau der Angebote im Bereich der psychischen Gesundheit ebenso wichtig. Psychisches Wohlbefinden wird oft vernachlässigt. Ich stimme zu.
Ein zugänglicher Zugang zu psychologischer Betreuung kann das Leben der Menschen grundlegend verändern. Es ist offensichtlich, dass eine umfassende Reform notwendig ist. Die Einbeziehung der Öffentlichkeit in den Dialog kann dazu beitragen, diesen Themen Priorität einzuräumen. Letters. Bürger sollten sich ermutigt fühlen, ihre Meinung zu Fragen des Gesundheitswesens zu äußern. Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Gemeinden ist für die Förderung effektiver Veränderungen unerlässlich. Lektion 3: Die Bedeutung, informiert zu bleiben. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Start in den Tag. Guten Morgen, Darigeles. Mir ist jedoch aufgefallen, dass ich vergessen habe, Sie etwas Wichtiges zu fragen. Woran soll ich Sie erinnern? Ich helfe Ihnen gerne. Du solltest mich an diese Sendung erinnern. Ich glaube, sie wurde heute Morgen wiederholt. Ah, ja. Das Programm ist sehr informativ. Es behandelt eine Reihe aktueller Ereignisse und Themen. Danke, dass Sie es erwähnt haben. Ich würde es mir sehr gerne ansehen. Wissen Sie, wie man darauf zugreifen kann? Selbstverständlich. Sie können es auf der Website des Senders ansehen. Normalerweise wird dort eine Aufzeichnung für die Zuschauer bereitgestellt. Das ist sehr praktisch. Ich informiere mich gerne über aktuelle Themen und Trends. Es ist unerlässlich, informiert zu bleiben. Wissen befähigt uns zu sinnvollen Diskussionen. Ich stimme zu. Die in dieser Sendung besprochenen Themen regen oft zu anregenden Gesprächen an. Ja, und ich finde, die ausgetauschten Expertenmeinungen können wertvolle Einblicke bieten. Ich freue mich darauf, nach dem Ansehen Ihre Gedanken dazu zu hören. Ihre Perspektive ist immer aufschlussreich. Vielen Dank. Ich werde es mir heute später ansehen und Ihnen meine Eindrücke mitteilen. Das weiß ich zu schätzen. Der Austausch von Ideen und Meinungen kann unser Verständnis verschiedener Themen vertiefen. Absolut. Die Diskussion über das Gelernte kann unseren Horizont zweifellos erweitern. Lektion 4: Das Dilemma von Zugang und Gewinn. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Tag. Guten Tag. Ja, das stimmt. Ich habe über ein beunruhigendes Thema im Zusammenhang mit Naturwundern nachgedacht. Das klingt interessant. Auf welches konkrete Problem beziehen Sie sich? Ich spreche von den jüngsten Versuchen einiger Geschäftsleute, Zäune um die Wasserfälle zu errichten. Ich verstehe. Das würde bedeuten, dass Besucher Eintritt bezahlen müssten, um die Wasserfälle zu besichtigen, richtig? Ja, es wirft bedeutende ethische Fragen hinsichtlich des Zugangs zur Natur und zu öffentlichen Räumen auf. Ich stimme zu. Die Natur sollte für alle zugänglich sein, nicht nur für diejenigen, die es sich leisten können. Es ist beunruhigend, dass der Profit manchmal Vorrang vor dem Recht der Öffentlichkeit auf den Genuss natürlicher Schönheit haben kann. Haben diese Geschäftsleute ihre Handlungen in irgendeiner Weise gerechtfertigt? Sie argumentieren, dass die generierten Einnahmen für die Instandhaltung und den Erhalt des Gebiets verwendet werden könnten. Die Instandhaltung ist zwar wichtig, aber die Einschränkung des Zugangs untergräbt den Zweck solcher Naturattraktionen. Für die Wasserfälle sollten für alle Menschen, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, ein Ort des Staunens bleiben. Darüber hinaus ist es unerlässlich, die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und den Tourismus zu berücksichtigen.
Viele kleine Unternehmen sind auf Besucher angewiesen, die die Wasserfälle ohne zusätzliche Gebühren besichtigen. Das ist ein berechtigter Einwand. Die Gemeinschaft könnte wirtschaftliche Einbußen erleiden, wenn der Zugang eingeschränkt ist. Bei Gesprächen zu diesem Thema sollten auch Stimmen aus der Bevölkerung einbezogen werden. Ihre Einblicke sind von unschätzbarem Wert. In der Tat, es ist von entscheidender Bedeutung, dem Wohlergehen sowohl der natürlichen Umwelt als auch der Gemeinschaft Priorität einzuräumen. Lektion 5: Vorbereitung auf einen produktiven Tag. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind bereit für einen produktiven Tag. Guten Morgen. Ja, das bin ich. Das gilt auch für mich. Ich bringe dir die besprochenen Materialien vorbei. Vielen Dank dafür. Könnten Sie die Putzlappen bitte waschen, bevor wir mit unserer Arbeit beginnen? Selbstverständlich. Ich werde dafür sorgen, dass sie sauber und einsatzbereit sind. Das wäre sehr hilfreich. Saubere Putzlappen können unsere Arbeit deutlich erleichtern. Ich stimme zu. Es ist wichtig, mit frischem Material zu beginnen, insbesondere wenn wir ein Projekt vorbereiten. Welche konkreten Vorräte werden Sie mitbringen? Ich bringe Farbe und Pinsel mit. Außerdem habe ich Abwegplan, um die Böden zu schützen. Das klingt perfekt. Es ist unerlässlich, bei der Arbeit Ordnung und Sauberkeit zu bewahren. Ja, ich glaube, dass ein sauberer Arbeitsplatz zu besseren Ergebnissen in unseren Projekten führt. Ich bin gespannt, wie sich alles entwickeln wird. Zusammenarbeit kann zu kreativen Ergebnissen führen. Ruf. Mir macht die Zusammenarbeit an diesen Projekten Spaß. Dadurch werden die Aufgaben angenehmer. Einverstanden. Sobald alles eingerichtet ist, können wir direkt loslegen und bedeutende Fortschritte erzielen. Ich werde die Putzlappen waschen und alles schnell zusammenpacken. Ich freue mich schon darauf, anzufangen. Vielen Dank für Ihre Initiative. Lassen Sie uns diesen Tag produktiv und angenehm gestalten. Lektion 6: Begeisterung für kulinarische Abenteuer. Guten Tag. Ich hoffe, Sie genießen diesen wundervollen Tag. Guten Tag. Ja, das bin ich. Ich habe mich schon sehr auf unsere kulinarischen Abenteuer gefreut. Das klingt herrlich. Wir werden genügend Zeit für kulinarische Entdeckungen haben, was perfekt ist. Da stimme ich vollkommen zu. Neue Gerichte auszuprobieren gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Ich teile diese Begeisterung. Auf welche Küchenrichtungen freust du dich am meisten, sie zu probieren? Ich freue mich darauf, die authentische italienische Küche und vielleicht auch die lebhafte thailändische Küche kennenzulernen. Das sind ausgezeichnete Optionen. Die italienische Küche bietet reichhaltige Aromen, während die thailändische Küche mit ihren Gewürzen sehr erfrischend sein kann. Ja, ich glaube, das Kennenlernen dieser vielfältigen Küchen wird ein Abenteuer für unseren Gaumen sein. Ich freue mich auch darauf, lokale Spezialitäten zu entdecken. Jede Region hat ihre einzigartigen Aromen und Zutaten. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Probieren lokaler Speisen kann Einblicke in die Kultur der Region geben. Haben Sie schon bestimmte Restaurants oder Gerichte im Sinn, die Sie gerne probieren möchten? Ja, ich habe einige sehr empfehlenswerte Restaurants recherchiert. Ich freue mich besonders darauf, frische Pasta und Pad Thai zu probieren. Beide Gerichte klingen fantastisch. Die Frische der Zutaten wird das Geschmackserlebnis sicherlich bereichern.
Ich freue mich riesig auf diese kulinarische Reise. Wenn ich diese Erlebnisse teile, wird sie noch schöner. Absolut. Essen hat die wunderbare Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ich glaube, dieses Abenteuer wird unsere Wertschätzung für internationale Aromen und Küchen vertiefen. Lasst uns unsere Erlebnisse unbedingt dokumentieren. Es wäre schön, später auf unsere kulinarischen Entdeckungsreisen zurückzublicken. Lektion 7: Die Freude an spontanen Abenteuern. Guten Tag. Ich hoffe, Sie genießen den Tag. Guten Tag. Ich bin besonders deshalb überrascht, weil ich über einen spontanen Wochenendausflug nachgedacht habe. Das klingt spannend. Dem Alltag zu entfliehen kann richtig erfrischend sein. Wohin planst du zu reisen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht fahre ich in die Berge oder ans Meer. Beides klingt verlockend. Beide Orte eignen sich hervorragend für einen Kurzurlaub. Die Berge bieten Ruhe, der Strand Entspannung. Wir- Ich sehne mich nach einem Tapetenwechsel und der Möglichkeit, neue Orte zu entdecken. Spontane Reisen bescheren uns oft die unvergesslichsten Erlebnisse. Welche Dinge möchten Sie unbedingt einpacken? Ich werde auf jeden Fall bequeme Kleidung und ein paar Snacks für die Reise mitnehmen. Und natürlich eine Kamera, um die Momente festzuhalten. Eine Kamera ist eine tolle Idee. Fotos können helfen, diese spontanen Erinnerungen festzuhalten. In der Tat. Ich glaube, es ist wichtig, unsere Abenteuer im Verlauf ihrer Handlungen zu dokumentieren. Haben Sie schon jemanden im Sinn, der Sie auf dieser Reise begleiten soll? Ich habe ein paar Freunde, die vielleicht Interesse hätten. Wenn man das Erlebnis teilt, macht es gleich noch mehr Spaß. Das stimmt. Reisen mit Freunden führen oft zu gemeinsamem Lachen und unvergesslichen Momenten. Pfiuh. Ich hoffe, die Details bald abschließen zu können. Spontanität kann das Leben aufregender machen. Ich stimme vollkommen zu. Sich dem Unerwarteten zu öffnen, kann zu wunderbaren Entdeckungen führen. Lektion 8: Währung und ihren Wert verstehen. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Tag. Guten Morgen. Ja, ich bin es. Ich wollte etwas zum Thema Geld besprechen. Das ist ein interessantes Thema. Worüber genau möchten Sie sprechen? Ich habe über die verschiedenen Stückelungen von Währungen nachgedacht. Zum Beispiel gibt es 5-Dollar-Scheine und 10-Dollar-Scheine. Ja, die sind recht häufig. Mit etwas Glück findet man aber auch 20-Dollar-Scheine oder sogar 50-Dollar-Scheine. Ja, jede Stückelung hat ihren Zweck und der Wert variiert erheblich. Das stimmt. Es ist unerlässlich, diese Unterschiede zu verstehen, insbesondere bei der Budgetplanung. In der Tat, wer weiß, wie er mit seinem Geld umgeht, kann bessere finanzielle Entscheidungen treffen. Wie behalten Sie normalerweise den Überblick über Ihre Ausgaben? Ich teile meine Ausgaben gerne in notwendige und nicht notwendige Ausgaben ein. Dieses System ermöglicht mir eine effektive Budgetplanung. Das ist ein kluger Ansatz. Er hilft dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen man Geld sparen kann. Ja, mit Bargeld, insbesondere in kleineren Scheinen, lässt sich die Ausgabe leichter kontrollieren.
Ich stimme zu. Das konkrete Gefühl, Bargeld auszugeben, kann manchmal zu bewussteren Käufen führen. Umgekehrt kann die Verwendung von Kreditkarten oft zu übermäßigen Ausgaben führen, wenn man nicht vorsichtig ist. Das ist ein berechtigter Einwand. Es ist unerlässlich, die Kreditkartennutzung zu überwachen, um eine Verschuldung zu vermeiden. Finanzielle Allgemeinbildung ist in der heutigen Welt unerlässlich. Das Verständnis von Währungen und Geldmanagement kann Einzelpersonen stärken. Absolut. Das Wissen, wie man Geld klug einsetzt, kann zu größerer finanzieller Stabilität und innerem Frieden führen. Lektion 9: Aktuelle Design-Trends erkunden. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben einen produktiven Tag. Guten Tag. Das. Ich habe gerade über die neuesten Trenddesigns im Bereich Wohneinrichtungen nachgedacht. Das ist ein faszinierendes Thema. Trendige Designs entwickeln sich in der Welt der Ästhetik ständig weiter. Ja, absolut. Ich würde mir das sehr gerne bald ansehen. Wissen Sie, wo diese neuen Styles präsentiert werden? Ich habe von einigen neuen Trends gelesen, wie zum Beispiel lackierten Möbeln und wärmeren Farbpaletten. Klingt gut. Das sind hilfreiche Informationen. Wo können wir diese neuen Konstruktionspläne genauer unter die Lupe nehmen? Ich glaube, viele moderne Möbelhäuser und Online-Händler bieten diese Stile an. Wir könnten uns einige der größeren Webseiten für Haushaltswaren ansehen. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Ich bin besonders gespannt auf die neuen strukturierten Stoffe. Textur ist zweifellos ein Schlüsselelement in aktuellen Diskussionen zur Innenarchitektur. Sie verleiht einem Raum Tiefe und Wärme. Ich stimme zu. Wir sollten nach Ausstellungsräumen suchen, die diese moderne Ästhetik aufweisen. Wir könnten damit beginnen, online nach lokalen Geschäften zu suchen, die sich auf moderne oder zeitgenössische Einrichtungen spezialisiert haben. Das ist ein pragmatischer Ansatz. Ich hoffe, Stücke zu finden, die sowohl zeitgemäß als auch zeitlos wirken. Viele Designer empfehlen, neue Trends mit klassischen Stücken zu kombinieren, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Dieser Ansatz funktioniert in der Regel gut. Ich stimme zu. Dadurch wirkt der Raum nicht zu trendig und schnell veraltet. Lass uns heute Nachmittag ein paar gut bewertete Ausstellungsräume in der Nähe recherchieren. Wir können einen Besuch für dieses Wochenende planen. Lektion 10: Definition von Stärke und Intelligenz. Guten Tag. Ich hoffe, Ihr Tag verläuft gut. Guten Tag. Ja, das stimmt. Ich habe mir in letzter Zeit eine interessante Frage gestellt. Welche Frage hat Ihr Interesse geweckt? Ich frage mich, wer als der stärkste Mensch der Welt gilt. Stärke kann auf verschiedene Weise definiert werden. Das ist eine Frage, die zum Nachdenken anregt. Viele denken dabei wohl zuerst an körperliche Stärke. Ja, da denkt man oft an Gewichtheber oder andere Sportler. Stärke kann aber auch mentale Widerstandsfähigkeit umfassen. Absolut. Emotionale Stärke und die Fähigkeit, in schwierigen Situationen durchzuhalten, sind gleichermaßen wichtig. Und nun zum Thema Intelligenz. Wer gilt Ihrer Meinung nach als der intelligenteste Mensch der Welt? Das ist eine weitere faszinierende Frage. Manche würden vielleicht Albert Einstein nennen, der für seine Beiträge zur Physik bekannt ist. Einstein ist zweifellos eine herausragende Persönlichkeit.
Intelligenz kann sich jedoch in verschiedenen Formen manifestieren, beispielsweise als emotionale oder kreative Intelligenz. Genau. Auch Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci oder moderne Innovatoren wie Elon Musk können als außergewöhnlich intelligent angesehen werden. Es ist faszinierend zu betrachten, wie unterschiedliche Arten von Intelligenz zu herausragenden Leistungen in verschiedenen Bereichen führen können. Ja, und es verdeutlicht die Tatsache, dass kein Mensch alle Arten von Stärke oder Intelligenz in sich vereinen kann. Der stimme zu. Jeder Einzelne bringt seine einzigartigen Talente und Eigenschaften ein und prägt so seinen Beitrag zur Gesellschaft. Letztendlich ist es unerlässlich, die Vielfalt der Stärken und Intelligenzen um uns herum zu erkennen und wertzuschätzen. Lektion 11: Wertvolle Erinnerungen an Japan. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Tag. Guten Tag. Das. Ich wollte über meinen kürzlichen Besuch in Japan berichten. Das klingt spannend. Was hat dir daran am besten gefallen? Es ist schwer, nur eine Sache auszuwählen. Jedes Erlebnis war einzigartig und unvergesslich. Ich verstehe. Japan bietet ein reiches kulturelles Erlebnis. Gab es eine bestimmte Stadt, die Ihnen besonders gut gefallen hat? Tokio bestach durch seine pulsierende Energie. Die Mischung aus Tradition und Moderne faszinierte mich. Tokio ist wirklich faszinierend. Hatten Sie Gelegenheit, historische Stätten zu erkunden? Ja, ich habe den Sensoji-Tempel besucht. Die Schönheit und Ruhe des Ortes waren wirklich inspirierend. Das klingt wunderbar. Die Handwerkskunst des Tempels ist außergewöhnlich. Gab es lokale Gerichte, die Ihnen besonders gut geschmeckt haben? Toulouse. Ich habe authentisches Sushi und Ramen sehr genossen. Die Aromen waren unglaublich frisch und intensiv. Die japanische Küche ist für ihre Qualität bekannt. Hattest du ein Lieblingsrestaurant? Ich entdeckte ein kleines, familiengeführtes Sushi-Restaurant. Der Koch bereitete jedes Gericht mit so viel Sorgfalt und Liebe zum Detail zu. Das klingt herrlich. Haben Sie neben Essen und Kultur noch andere Aktivitäten unternommen? Ja, ich habe an einer traditionellen Teezeremonie teilgenommen. Es war ein einzigartiger Einblick in die japanische Gastfreundschaft. Eine Teezeremonie bietet ein tiefgreifendes Erlebnis. Die damit verbundene Achtsamkeit und die Rituale sind wunderschön. Toulouse. Ich verließ Japan mit dem Gefühl, durch die Kultur und die Freundlichkeit seiner Menschen bereichert worden zu sein. Es scheint, als sei Ihre Reise sehr bereichernd gewesen. Ich freue mich darauf, mehr über Ihre Erlebnisse zu erfahren. Lektion 12: Die Freude am Sammeln. Guten Tag. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Tag. Guten Tag. Herrlich geleistet. Ich wollte über das Thema Sammeln von Gegenständen sprechen. Das klingt faszinierend. Ich stimme zu, dass das Sammeln von Dingen unserem Leben eine persönliche Note verleiht. Toulouse. Sammlungen spiegeln oft unsere Interessen und Leidenschaften wider. Was sammelst du gerne? Ich habe eine Vorliebe für alte Briefmarken. Jede Briefmarke erzählt eine Geschichte aus einer anderen Zeit und einem anderen Ort. Das ist eine faszinierende Sammlung. Ich schätze es sehr, wie Briefmarken Einblicke in Geschichte und Kultur gewähren können. In der Tat, sie dienen als kleine Kunstwerke und manchmal auch als historische Dokumente. Und du? Sammelst du irgendetwas?
Ich sammle Postkarten von verschiedenen Orten, die ich besuche. Sie sind eine wunderbare Erinnerung an meine Reisen. Postkarten sind eine wunderbare Möglichkeit, Erinnerungen festzuhalten. Jede einzelne fängt einen Augenblick ein. Ja, mir gefallen auch die Illustrationen auf vielen Postkarten. Sie zeigen oft einzigartige regionale Motive. Es ist wunderbar, wie das Sammeln unsere Wertschätzung für Kunst und Geschichte steigern kann. Ich stimme zu. Außerdem kann das Sammeln die Verbindung zu anderen Menschen fördern, die ähnliche Interessen teilen. Das stimmt. Sammeln kann zu anregenden Gesprächen und Freundschaften führen und unsere Erfahrungen dadurch bereichern. Hilf. Ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Leidenschaften teilen, Türen zu neuen Perspektiven öffnen. Letztendlich dienen Sammlungen als Spiegelbild unserer Lebenswege und der Erfahrungen, die uns prägen. Lektion 13. Der Reiz des Sommertourismus. Guten Tag. Ich hoffe, Sie genießen diesen sonnigen Tag. Löwentag. Ja, Date. Ich habe über den Sommer und seine Auswirkungen auf den Tourismus nachgedacht. Das ist ein interessantes Thema. Der Sommer ist tatsächlich die Zeit, in der die meisten Touristen hierher kommen. Ja, das warme Wetter und die längeren Tage locken viele Besucher an, die Abenteuer und Erholung suchen. Welche beliebten Aktivitäten werden von Touristen in dieser Jahreszeit häufig unternommen? Viele Menschen strömen zum Sonnenbaden und schwimmen an die Strände. Auch Wassersport ist sehr beliebt. Das klingt toll. Gibt es bestimmte Veranstaltungen oder Festivals, die im Sommer stattfinden? Ja, in verschiedenen Städten finden zahlreiche Musikfestivals und kulturelle Veranstaltungen statt. Diese bringen Einheimische und Besucher gleichermaßen zusammen. Solche Veranstaltungen bieten eine wunderbare Gelegenheit, die lokale Kultur kennenzulernen. Haben Sie eine Lieblingsveranstaltung im Sommer? Ich genieße besonders das jährliche Food Festival. Es präsentiert vielfältige Küchen und kulinarische Talente. Das klingt herrlich. Verschiedene kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken, kann einer der Höhepunkte des Sommertourismus sein. In der Tat, die lebhafte Atmosphäre im Sommer erleichtert es, neue Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Das ist ein wichtiger Punkt. Sommerreisen führen oft zu bleibenden Erinnerungen und neuen Freundschaften. Ja, es ist jedoch unerlässlich, die Auswirkungen großer Touristenmassen auf die lokalen Gemeinschaften zu berücksichtigen. Ich stimme zu. Nachhaltige Tourismuspraktiken können dazu beitragen, diese Auswirkungen abzumildern und gleichzeitig den Besuchern zu ermöglichen, die Region zu genießen. Die Balance zwischen Tourismus und den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung ist für langfristige Vorteile entscheidend. Zweifellos. Den Sommer mit Begeisterung und Verantwortungsbewusstsein zu begehen, kann für alle Beteiligten zu bereichernden Erlebnissen führen. Lektion 14. Vorbereitungen für ein unvergessliches Abendessen. Guten Abend. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag. Guten Abend. Ja, das bin ich. Ich freue mich schon sehr auf unser Abendessen. Das ist wunderbar zu hören. Es wird ein besonderer Abend mit köstlichem Essen werden. Luf, ich habe das perfekte Menü geplant, um unsere Gäste zu beeindrucken. Das klingt spannend. Welche Gerichte schwebt Ihnen für die Dinnerpartie vor?
Ich denke daran, mit einer schmackhaften Vorspeise zu Beginn, vielleicht Bruschetta mit frischen Tomaten und Basilikum. Bruschetta ist eine köstliche Wahl. Sie ist einfach und doch elegant, perfekt, um den Abend einzuleiten. Ich stimme zu. Als Hauptgang plane ich ein saftiges, mit Kräutern gebratenes Hähnchen mit saisonalem Gemüse zuzubereiten. Das klingt köstlich. Gebratenes Hähnchen ist ein beliebter Klassiker, der vielen Menschen schmeckt. In der Tat, ich glaube, es wird eine warme und einladende Atmosphäre am Tisch schaffen. Und was ist mit dem Dessert? Haben Sie etwas Süßes zum Abschluss des Essens geplant? Ja, ich habe mich entschieden, einen reichhaltigen Schokoladenkuchen zu backen. Der kommt immer gut an. Ein Schokoladenkuchen ist eine fantastische Wahl. Er wird mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich hoffe es. Ich möchte, dass alles perfekt für unsere Gäste ist. Ihr Wohlbefinden liegt mir sehr am Herzen. Ihre Mühe wird sich sicherlich lohnen. Die Kombination aus gutem Essen und toller Gesellschaft wird einen unvergesslichen Abend bescheren. Dem kann ich nur zustimmen. Ein Abendessen mit Freunden ist eine Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen und Freude zu teilen. Lasst uns gut vorbereiten und ein unvergessliches Erlebnis für alle schaffen. Lektion 15. Die Perspektive eines mittleren Kindes. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag. Guten Tag. Das bin ich. Ich habe über meine Stellung in der Familie als mittleres Kind nachgedacht. Das ist eine interessante Sichtweise. Was gefällt Ihnen am meisten daran, das mittlere Kind zu sein? Ich glaube, ich mag es, das mittlere Kind zu sein, weil ich mich gut in meine ältere Schwester und meinen jüngeren Bruder hineinversetzen kann. Das ist ein einzigartiger Vorteil. Die mittlere Position ermöglicht es Ihnen möglicherweise, die Kluft zwischen den beiden Geschwistern zu überbrücken. Ich merke oft, dass ich die Erfahrung meiner Schwester nachvollziehen kann, während ich gleichzeitig meinen Bruder unterstütze. Es ist wunderbar, einen solchen Einfluss innerhalb der Familiendynamik zu haben. Haben Sie das Gefühl, dass dies Ihre Persönlichkeit geprägt hat? Selbstverständlich. Ich habe ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten entwickelt, da ich oft zwischen ihnen vermittle. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Die Fähigkeit, mit familiären Dynamiken umzugehen, kann sich positiv auf Beziehungen auswirken. Ja, und ich schätze die dadurch entstehende Ausgewogenheit. Meine Schwester verkörpert oft Verantwortungsbewusstsein, während mein Bruder Verspieltheit repräsentiert. Es klingt so, als ob du von vielfältigen Einflüssen beider Geschwister profitierst. Absolut. Ich glaube, dass ich als mittleres Kind gelernt habe, mich anzupassen und Empathie für andere zu entwickeln. Das sind bewundernswerte Eigenschaften. Viele mittlere Kinder entwickeln zudem ein ausgeprägtes Unabhängigkeitsgefühl. Ich stimme zu. Es ermutigt mich, meine eigene Identität zu entwickeln, losgelöst von den Etiketten meiner Geschwister. Letztendlich hat jede Position in der Familie ihre Vorzüge und Herausforderungen, aber es ist offensichtlich, dass sie ihre annehmen. Lektion 16. Der historische Kontext Australiens als Strafkolonie. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Tag. Guten Tag. Ja, vielen Dank. Ich habe über Australiens faszinierende Geschichte gelesen. Das klingt faszinierend. Welcher Aspekt seiner Geschichte hat Ihr Interesse geweckt? Ich habe erfahren, dass Australien ab dem späten 18.
Jahrhundert als Strafkolonie genutzt wurde. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja, in der Tat. Viele der ersten Siedler stammten von den britischen Inseln, was die Grundlage der Nation prägte. Das leuchtete ein. Die Entscheidung zur Errichtung einer Strafkolonie wurde durch die Notwendigkeit bedingt, die Überbelegung der britischen Gefängnisse zu verringern. Absolut. Viele Sträflinge wurden wegen verschiedener Vergehen nach Australien deportiert, einige wegen geringfügiger, andere wegen schwerwiegenderer Delikte. Es ist interessant zu betrachten, welchen Einfluss dies auf die Entwicklung der australischen Gesellschaft hatte. Ja, der Zustrom von Sträflingen beeinflusste Kultur, Wirtschaft und Demografie der frühen australischen Siedlungen. Darüber hinaus integrierten sich viele Sträflinge schließlich in die freie Gesellschaft und trugen so zum Wachstum von Städten und Industrien bei. Genau. Dadurch entstand ein komplexes soziales Gefüge, in dem sich unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen vermischten. Es ist faszinierend, wie die Geschichte eine Nation prägt. Das Erbe jener Zeit der Strafkolonie ist bis heute spürbar. In der Tat, das Verständnis dieser historischen Ereignisse liefert wertvolle Einblicke in das heutige Australien. Ich freue mich darauf, mehr über Australiens Wandel von einer Strafkolonie zu einer posierenden Nation zu erfahren. Es wird spannend sein zu erforschen, wie diese Geschichte die australische Identität und Kultur bis heute prägt. Lektion 17. Die Aufregung beim Kauf neuer Schuhe. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag. Guten Tag. Ja, vielen Dank. Ich war kürzlich einkaufen und hatte ein wunderbares Erlebnis. Das klingt toll. Hast du bei deinem Einkaufsbummel Schuhe gekauft? Ja, ich habe ein paar schicke Stiefeletten gefunden. Die sind perfekt für die kommende Saison. Das ist eine gute Idee. Stiefeletten sind vielseitig und lassen sich mit verschiedenen Outfits kombinieren. Ja, ich kann sie sowohl zu Jeans als auch zu Kleidern tragen, was sie zu einer tollen Ergänzung meiner Garderobe macht. Welche Farbe haben Sie gewählt? Ich glaube, die Farbe kann das Gesamtbild maßgeblich beeinflussen. Ich habe mich für klassisches Schwarz entschieden. Es ist zeitlos und lässt sich problemlos mit verschiedenen Stilen kombinieren. Eine kluge Wahl. Schwarz ist nicht nur modisch, sondern auch praktisch für den Alltag. In der Tat. Ich habe den Tragekomfort der Stiefel ebenfalls sehr geschätzt. Sie eignen sich gut für lange Wandertage. Komfort ist bei der Schuhwahl entscheidend. Haben Sie mehrere Paare anprobiert, bevor Sie sich entschieden haben? Ja, ich habe verschiedene Stile ausprobiert. Es ist immer ratsam, verschiedene Optionen zu testen, um die beste Passform zu finden. Ich stimme zu. Manchmal sieht ein Schuh zwar toll aus, fühlt sich aber unbequem an. Es ist wichtig, die richtige Balance zu finden. Tiluf, dieses Paar sieht nicht nur stylisch aus, sondern fühlt sich auch fantastisch an. Gut gemacht. Ich bin schon gespannt, wie du deine neuen Stiefeletten kombinierst. Lektion 18. Grenzen setzen, um Burnout vorzubeugen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, klare Grenzen in Ihrem Leben zu setzen? Ich habe das in der Tat bedacht. Grenzen scheinen für die Erhaltung der psychischen Gesundheit unerlässlich zu sein. Genau. Sie können Einzelpersonen helfen, Burnout und Überforderung zu vermeiden. Ich glaube, es ist entscheidend, seine Grenzen zu erkennen. Wie fängt man an, diese Grenzen zu setzen?
Man muss seine persönlichen und beruflichen Verpflichtungen abwägen. Es ist unerlässlich, Aufgaben effektiv zu priorisieren. Das leuchtet ein. Manchmal nehmen sich die Leute zu viel vor und fühlen sich dann erschöpft. Ganz genau. Wer lernt, Nein zu sagen, kann seine Zeit und Energie schützen. Ich stimme zu. Es ist nicht immer einfach, Anfragen abzulehnen, insbesondere von Kollegen. Das stimmt, aber Selbstfürsorge muss Vorrang haben. Es ist unerlässlich, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Wie kann man diese Grenzen effektiv kommunizieren? Klare Kommunikation ist entscheidend. Man sollte seine Grenzen offen und respektvoll äußern. Das klingt vernünftig. Transparenz kann das Verständnis zwischen Menschen fördern. Darüber hinaus kann die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der eigenen Grenzen dazu beitragen, das Gleichgewicht zu bewahren. Ja, das Leben verändert sich ständig. Flexibilität bei den Grenzen ist für Anpassungsfähigkeit unerlässlich. Letztendlich hängt alles von den individuellen Umständen und Bedürfnissen ab. Ich verstehe, was du meinst, John. Was für den einen funktioniert, muss nicht unbedingt auch für den anderen gelten. Daher ist es für die Burnout-Prävention unerlässlich, einen persönlichen Umgang mit Grenzen zu finden. Ich stimme dem voll und ganz zu. Sich die Zeit zu nehmen, Grenzen zu setzen, ist eine wertvolle Investition in sich selbst. Dies wird in der Tat Vorteile mit sich bringen, die sowohl die berufliche Produktivität als auch das persönliche Wohlbefinden steigern. Lass uns beide danach streben, klarere Grenzen in unserem Leben zu setzen, John. Das klingt nach einem klugen Plan, Anna. Die Mühe lohnt sich auf jeden Fall. Lektion 19. Die Bedeutung der Familienzeit. Was bedeutet Familienzeit für Sie? Familienzeit ist mir sehr wichtig. Sie bietet die Möglichkeit, die Bindungen zu stärken. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Erinnerungen mit seinen Liebsten zu schaffen. In der Tat, solche gemeinsamen Erlebnisse werden oft zu wertvollen Erinnerungen. Wie verbringen Sie normalerweise Zeit mit Ihrer Familie? Wir treffen uns oft zum Essen. Das gemeinsame Essen schafft eine herzliche Atmosphäre. Das klingt wunderbar. Gemeinsame Mahlzeiten können eine tolle Möglichkeit sein, miteinander in Kontakt zu treten. Ja, wir spielen auch gerne zusammen. Das bringt viel Lachen in unser Zuhause. Spiele können doch wirklich Teamwork und freundschaftlichen Wettbewerb fördern, nicht wahr? Tschüss. Dadurch wird die Zeit angenehm und unvergesslich. Und wie sieht es mit besonderen Anlässen aus? Wie feiert eure Familie? Wir feiern Geburtstage mit großer Begeisterung und Freude. Das kann ich mir vorstellen. Feierlichkeiten sind Gelegenheiten, Liebe und Wertschätzung auszudrücken. Wir, außerdem legen wir großen Wert darauf, die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Solche Traditionen haben oft eine große Bedeutung innerhalb einer Familie. Ja, sie verstärken das Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit. Es ist interessant zu beobachten, wie sich die Familiendynamik im Laufe der Zeit entwickelt. Mit zunehmendem Alter verändert sich die Art der Beziehungen. Dennoch lohnt es sich immer, Zeit in die Familie zu investieren. Da stimme ich dir vollkommen zu, John. Familie ist ein grundlegender Bestandteil unseres Lebens.
Deshalb müssen wir den Momenten mit unseren Lieben Priorität einräumen. Lektion 20. Netzwerkaufbau im E-Commerce. Haben Sie jemals über die Bedeutung von Netzwerken im E-Commerce nachgedacht? Ich finde das Thema äußerst faszinierend. Netzwerke können tatsächlich jeden Schritt des Prozesses unterstützen. Genau. Der Aufbau eines soliden Netzwerks ist für den Erfolg in der E-Commerce-Branche entscheidend. Welche spezifischen Aspekte halten Sie in diesem Zusammenhang für die wichtigsten? Zunächst muss man die Lieferanten berücksichtigen. Zuverlässige Lieferanten gewährleisten qualitativ hochwertige Produkte für die Kunden. Ich verstehe. Gleichbleibende Qualität kann die Kundenzufriedenheit erheblich beeinflussen. Genau. Weiterhin spielen Logistikpartner eine entscheidende Rolle, um pünktliche Lieferungen zu gewährleisten. Pünktliche Lieferungen können das gesamte Kundenerlebnis deutlich verbessern. Darüber hinaus sind Marketingnetzwerke unerlässlich. Sie helfen dabei, potenzielle Kunden effektiv zu erreichen. Ich verstehe Ihren Punkt. Effektives Marketing kann den Traffic auf die E-Commerce-Plattform steigern. Ein funktionierendes Kundendienstnetzwerk ist ebenfalls wichtig. Dadurch können Anfragen zeitnah bearbeitet werden. Ein effizienter Kundenservice kann Vertrauen schaffen und zu Folgegeschäften anregen. Daher benötigt jeder Schritt ein unterstützendes Netzwerk, um reibungslos abzulaufen. Ich stimme vollkommen zu. Jede Verbindung trägt zu einem reibungslosen Kundenerlebnis bei. Darüber hinaus ergeben sich durch die Analyse von Kundenfeedback Möglichkeiten zur Verbesserung. Hilf. Kundenfeedback kann zukünftige Geschäftsentscheidungen und Strategien maßgeblich beeinflussen. Daher verbessert ein gut funktionierendes Netzwerk das gesamte E-Commerce-System. Es scheint, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg in diesem Bereich ist. Der Aufbau und die Pflege starker Netzwerke ist in der Tat für das Wachstum unerlässlich. Lektion 21. Erkundung lokaler Sportgeschäfte. Haben Sie schon einmal örtliche Sportgeschäfte besucht, um Fahrräder und Ausrüstung zu erkunden? Ja, tatsächlich. Es kann eine durchaus interessante Erfahrung sein. Ich stimme zu. Es gibt eine riesige Auswahl an Fahrrädern für die unterschiedlichsten Zwecke. Es ist gut zu wissen, dass lokale Geschäfte Ausrüstung für verschiedene Sportarten anbieten. Absolut. Fiel es Ihnen schwer, das richtige Fahrrad auszuwählen? Anfangs fand ich es ziemlich herausfordernd. Es gibt viele Faktoren zu berücksichtigen. Auf welche Aspekte haben Sie sich bei Ihrer Entscheidung konzentriert? Ich habe meinen Fassstil und die Art des Geländes, das ich häufig befahren würde, berücksichtigt. Das leuchtet ein. Die eigenen Bedürfnisse zu kennen, hilft enorm dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus kann das Ausprobieren verschiedener Modelle ein besseres Gefühl für jedes Fahrrad vermitteln. Ich stimme zu. Komfort ist unerlässlich, insbesondere bei langen Fahrten. Haben Sie von den Mitarbeitern im Geschäft hilfreiche Tipps erhalten? Ja, sie waren sachkundig und lieferten wertvolle Einblicke in jedes Modell. Das ist beruhigend. Fachkundige Beratung kann den Prozess deutlich erleichtern. Darüber hinaus verfügen gute Fachgeschäfte oft über Ausrüstung, die verschiedenen Könnensstufen gerecht wird.
Es ist schön zu wissen, dass sowohl Anfänger als auch Profis passende Optionen finden können. Insgesamt ist ein Besuch in lokalen Sportgeschäften für jeden, der sich für Radfahren interessiert, von Vorteil. Ich stimme zu. Die persönliche Betreuung und das Fachwissen, die man dort findet, sind von unschätzbarem Wert. Die Unterstützung lokaler Sportunternehmen ist somit ein Gewinn für alle Beteiligten. Lektion 22: Die Kunst der Wandgestaltung. Ich habe kürzlich beschlossen, mein Wohnzimmer neu zu dekorieren. Das klingt spannend. Wie sieht Ihr Plan für das Design aus? Ich beabsichtige, zunächst den Entwurf mit einem Bleistift leicht an meine Wände zu skizzieren. Das ist eine kluge Vorgehensweise. Skizzieren ermöglicht es, das Konzept zu visualisieren, bevor man es endgültig festlegt. Genau. Ich werde einen groben Entwurf erstellen, um sicherzustellen, dass alles gut zusammenpasst. Haben Sie sich für ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Stil für Ihr Design entschieden? Ich überlege, ein modernes geometrisches Muster mit einigen lebendigen Farben zu kombinieren. Das klingt optisch ansprechend. Geometrische Muster können einen modernen Touch verleihen. Ich stimme zu. Nach dem Skizzieren plane ich, den Entwurf zu verfeinern, bevor ich Farbe auftrage. Das ist eine kluge Strategie. Durch das Verfeinern der Skizze lassen sich Fehler vermeiden. Darüber hinaus beabsichtige ich, Feedback von Freunden einzuholen, um das endgültige Design zu verbessern. Das ist eine großartige Idee. Unterschiedliche Perspektiven können zu neuen Ideen anregen. Sobald ich mit dem Entwurf zufrieden bin, beginne ich mit dem Malen. Verwenden Sie unbedingt hochwertige Farbe, um ein brillantes und langlebiges Ergebnis zu erzielen. Absolut. Ich werde auch in Erwägung ziehen, eine Grundierung zu verwenden und die Wände ausreichend vorzubereiten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Farben lebendiger und naturgetreuer wirken. Ich kann es kaum erwarten, die Verwandlung meines Wohnzimmers zu sehen. Ich freue mich darauf, das fertige Projekt zu sehen. Es klingt wunderbar. Vielen Dank, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel auf meiner kreativen Reise.